Hallo und herzlich willkommen. Das umfassende Enchanting-Update ist nun schon einige Tage her, aber da ich schon etwas älter bin und nicht mehr der Schnellste, mache ich heute mal ein Video dazu. Angefangen bei den allgemeinen Änderungen bezüglich des Enchanting-Updates. Mit dem Update wurde bei Enchanting hinzugefügt, dass ihr pro Level 0,5% mehr Fähigkeitsschaden anrichtet. Zudem kann man den Skill nun auch bis Level 60 leveln und wie man Enchanting levelt, wurde ebenfalls stark verändert. Dazu komme ich aber gleich. Es ist aber nicht nur sinnvoll, den Skill wegen mehr Fähigkeitsstärke zu leveln, denn einige Verzauberungen benötigen nun auch ein bestimmtes Enchanting-Level, damit ihr sie überhaupt nutzen könnt. Denn wenn ihr die Level-Anforderungen für eine Verzauberung nicht habt, ist diese dann ausgegraut für euch und funktioniert auch nicht, wenn ihr das Item verwendet. Momentan reicht es aber, wenn ihr Level 36 seid, um alle Verzauberungen nutzen zu können. Mit dem Update wurde auch die Verwendung von Verzauberungsbüchern stark verändert, so kostet es beispielsweise keine XP-Level mehr, wenn ihr Bücher miteinander kombiniert. Aber umso mehr Bücher ihr miteinander kombiniert, desto mehr XP-Level benötigt ihr, wenn ihr das Buch dann beispielsweise mit einem Schwert kombinieren wollt. Wie viel XP-Level es euch kosten wird, könnt ihr dabei sogar auf dem Buch sehen. Außerdem könnt ihr, falls ihr Items mit Büchern verzaubern wollt, etwas XP sparen, denn wenn ihr beispielsweise Protection 5 auf ein Rüstungsteil machen wollt, könnt ihr das Rüstungsteil zunächst mit einem Protection 4 Buch verzaubern, das euch 23 XP-Level kostet. Und wenn ihr das Teil mit Protection 4 dann nochmal mit einem Protection 4 Buch kombiniert, müsst ihr keine XP bezahlen, wohingegen es euch 27 XP-Level gekostet hätte, wenn ihr gleich das Protection 5 Buch auf das Rüstungsteil gemacht hätte. Aber natürlich ist es nicht möglich, mit der Methode 6er oder sogar 7er Verzauberungen herzustellen. Weiter geht es mit dem Enchanting Table. Wenn wir diesen einmal öffnen, sehen wir, dass dieser nun komplett anders aussieht. Zu einem haben wir hier unten eine Anzeige, die euch sagt, wie viel Bookshelf Power der Verzauberungstisch hat. Diese Power wird benötigt, damit ihr bestimmte Verzauberungen auf eure Items an den Tisch machen könnt. Ein normales Bücherregal gibt dabei einen Bookshelf Power und ein verzaubertes Bücherregal gibt euch 15 Power. Momentan benötigt man 20 Bookshelf Power, damit man alle Enchants an den Verzauberungstisch enchanten kann. Neben der Power-Anzeige haben wir auch noch einen Enchanting Guide. Hier könnt ihr alle Enchants nachschauen mit allen wichtigen Infos, wie beispielsweise was das Enchant überhaupt macht, wie man das Enchant bekommt oder welche Anforderungen das Enchant hat. Um nun ein Item zu verzaubern, muss man es in das Feld über den Tisch legen, aber hier funktionieren leider keine Bücher mehr. Wenn ihr nun beispielsweise ein Schwert hineinlegt, werden euch alle Enchants angezeigt, die man drauf machen kann. Wenn ich nun beispielsweise Sharpness auf das Schwert machen will, klicke ich auf Sharpness und hier kann ich dann die Stufe auswählen, mit der ich es verzaubern will. Ein weiteres tolles Feature von dem Verzauberungstisch ist die Möglichkeit, Enchants wieder von einem Item runterzumachen. Dabei sind die XP-Level-Kosten genau die gleichen, als wenn ihr das Item mit genau diesem Enchant verzaubern wollt. Und damit kommen wir wohl zum interessantesten Punkt, wie man Enchanting nun levelt. Dort gibt es zwei Methoden. Zu einem könnt ihr wie normal einfach Sachen am Amboss oder am Enchanting Level für XP verzaubern. Jedoch könnt ihr auf diese Art maximal 500.000 Skill XP täglich bekommen und wenn ihr diese erreicht habt, bekommt ihr eine Nachricht im Chat. Die schnellste Methode, falls man täglich die 500.000 XP sammeln will, wäre, dass man schaut, welches Level man mit einer Grand XP Bottle wird. In meinem Fall Level 53. Da es leider nicht genau für Level 53 eine Verzauberung gibt, nehme ich einfach eine für Level 50 und mache diese dann auf mein Item. Anschließend werfe ich wieder eine Grand XP Bottle auf mich und mache die Verzauberung, die ich eben drauf gemacht habe, wieder für 50 XP Level runter. Und dieses hin und her macht man dann so lange, bis man die 500.000 XP für den Tag erreicht hat. Eine weitaus bessere Methode, um den Enchanting Skill zu leveln, könnt ihr nutzen, sobald ihr Level 10 erreicht habt, da ihr dann das Rezept für den Experimente-Tisch freischaltet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man den Tisch vielleicht sogar auch schon nutzen kann, wenn man noch nicht Enchanting Level 10 ist, aber Level 10 ist nun auch nicht wirklich so hoch. An dem Tisch gibt es insgesamt 3 Minigames, wovon man die beiden unteren zuerst machen muss, bevor man das weiter oben starten kann. Angefangen bei Chronomatron. Hier habt ihr je nach Enchanting Level die Auswahl aus bis zu 5 Schwierigkeitsstufen. Die Aufgabe bei dem Minigame ist es, die Reihenfolge der aufblinkenden Farben zu wiederholen und das solange ihr könnt. Bei den verschiedenen Schwierigkeitsstufen seht ihr zu einem, wie viel XP ihr pro erfolgreiche Runde bekommt und darunter, wie viele Runden ihr machen müsst, um Klicks zu erhalten. Was Klicks sind, dazu komme ich gleich. Das zweite Minigame ist Ultra Sequencer
Und hier habt ihr je nach Enchanting Level bis zu 3 Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Und hier ist die Aufgabe, eine Zahlenfolge nachzuklicken, die euch gezeigt wird. Und bei der Beschreibung könnt ihr auch wieder sehen, wie viel XP ihr pro erfolgreiche Runde erhaltet und wie viele Klicks ihr bekommen könnt. Die Klicks werden dann nämlich für das dritte Minigame Super Pairs benötigt. Das ist einfach Memory und je nachdem welches Enchanting Level ihr seid, habt ihr hier die Auswahl aus 6 Schwierigkeitsstufen. Dort habt ihr eine feste Anzahl an Klicks, die ihr machen könnt und je nachdem wie gut ihr bei den anderen beiden Minigames zuvor abgeschnitten habt, erhaltet ihr die Klicks als Bonus. Anders als bei den anderen beiden Minigames benötigt ihr hier aber XP-Level, um das Spiel zu starten. Bei den anderen beiden Minigames benötigt ihr nur XP-Level, wenn ihr mit eurem ersten Durchlauf nicht zufrieden seid und nochmals spielen wollt. Als Belohnung gibt es hier je nach Schwierigkeitsstufe einen festen Betrag an Skill-XP und je nachdem wie klug ihr euch anstellt beim Aufdecken von Paaren, bekommt ihr noch mehr XP, aber ihr könnt auch XP-Flaschen finden oder je nach Schwierigkeit sogar Verzauberungsbücher bis Stufe 7. Ich persönlich nutze für die Minigames ein Chat-Trios-Mod, den ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die Mod zeigt mir bei den ersten beiden Minigames genau, wo ich drücken muss und bei Memory hilft der Mod auch, da ihr euch dann nicht merken müsst, welche Dinge ihr schon aufgedeckt habt. Wie die meisten Mods ist die Verwendung davon auf eigenes Risiko, aber bisher habe ich von noch niemandem gehört, der wegen diesem Mod gebannt wurde. Wenn ihr jedoch einen Mod verwendet, der sogar für euch klickt, kann ich euch zu 100% sagen, dass dieser nicht erlaubt ist und zu einem Bann führen kann. Was man noch beachten sollte, gerade wenn man den Mod verwendet, ist es ja extrem leicht, die beiden ersten Minigames so lange zu machen, bis es nicht mehr weitergeht, aber das ist komplett Zeitverschwendung, denn bei Chromomatron auf der höchsten Schwierigkeitsstufe bekommt ihr ab Stufe 15 nicht mehr XP für jedes erfolgreiches Level und bei Ultra Sequencer auf der höchsten Schwierigkeitsstufe reicht es, wenn ihr 20 Runden erfolgreich abschließt, um die maximalen möglichen XP zu erhalten. Und auch noch ein Hinweis zum Memory-Spiel, manchmal kann es passieren, dass ihr eigentlich ein Paar aufdeckt, aber dieses wird dann nicht richtig gezählt. Das kann dann entweder daran liegen, dass Hypixel mal wieder rumbuggt, oder mir ist auch schon mal passiert, dass ich auf dem Memory-Feld insgesamt 4 einzelne Titanic XP-Bottles hatte, aber wenn ich nicht genau das Paar, wie es vom Spiel gewollt war, aufgedeckt habe, hat das Paar auch nicht gezählt. Wo wir gerade von XP sprechen, ist auch noch wichtig zu wissen, dass ihr für die beiden Minigames, die ihr vor Memory machen müsst, es euch nicht nützt, wenn ihr Enchanting XP Boost Tränke nutzt oder ein Guardian Pad, da die XP von den beiden Minigames nicht geboostet werden. Hingegen bei Memory werden die XP, die ihr erhaltet durch Tränke oder das Pad, geboostet. Wenn ihr dann einmal das Memory-Spiel erfolgreich abgeschlossen habt, seht ihr einen Cooldown von 6 Stunden, bis ihr den Tisch wieder nutzen könnt. Aber wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr den täglichen Cooldown bis zu 3-mal resetten. Das Resetten kostet euch dann immer mehr Bits und XP-Level, so kostet der erste Reset 100 XP-Level und 150 Bits, der zweite Reset 200 XP-Level und 300 Bits und der dritte und letztmögliche Reset kostet 400 XP-Level und 500 Bits. Ansonsten war das auch schon alles, was ich euch zu dem Enchanting Update sagen kann. Falls ihr mal ein etwas umfangreicheres Video zu den neuen Enchants haben wollt, die mit dem Update hinzugefügt wurden, lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!